Für Björn Freitag geht es heute an den malerischen Bodensee. In Bregenz entdeckt er altbewährte Schmankerl. Mächtig kann auch richtig lecker sein. In einer Lindauer Bar gerät Björn ins Schwärmen. Ja, man merkt jetzt, dein Herz geht auf. Woher kommt das ganze Wissen von den Autos? Ja, ich bin schon echt ein Autofan, muss ich sagen. Und auf dem Wasser wird's nostalgisch. Tschüss, Lindau. Bye, bye. Bye, bye. Björn Freitag kocht grenzenlos köstlich. Heute bin ich unterwegs in Bregenz und Umgebung. Und das Schöne ist hier, man muss sich gar nicht zwischen Stadt und Natur entscheiden, weil man ist hier am Bodensee und gleichzeitig auch am Fuße der Alpen. Und jetzt bin ich natürlich super gespannt, was mich hier so kulinarisch erwartet. Mit rund 29.000 Einwohnern ist Bregenz die Hauptstadt des österreichischen Bundeslandes Vorarlberg. Der Ort teilt sich in die neuere Unterstadt und die historische Oberstadt auf. Hier trifft Björn seinen Gastgeber. Markus Kurin ist Food-Journalist, kennt die Stadt und natürlich ihre kulinarischen Vorzüge. Hallo Markus. Hallo Björn. Schön, dass du Zeit hast für mich. Schön, dich hier in Bregenz begrüßen zu dürfen. Ja, ich meine, Bregenz kenne ich ein bisschen, aber kulinarisch weiß ich natürlich gar nichts über Bregenz. Und da hilfst du mir ein bisschen auf die Sprünge. Sehr gerne. Ich habe schon gesehen, das ist so ein bisschen wie eine Filmkulisse hier. Also hier hat sich nicht viel verändert. So. Nein, da sieht man, dass das Ja. den Vermögenden gehört hat. Das Ja. ist alles bestens erhalten. Deswegen hier eben die wunderschönen Häuser, das Fachwerkhaus. Ja. Später kommen die Türme, mittelalterliche Elemente. Also hier gibt es viel zu sehen. Ich freue mich. Komm, Ja, dann starten ja, wir gleich danke. mal. Ein Spaziergang durch die kopfsteingepflasterten Gassen. Die Altstadt war einst komplett ummauert. Relikte aus dieser Zeit gibt es noch zu Genüge. Erstes Ziel ihres Rundgangs ist das Wahrzeichen der Stadt. Das ist der Martinsturm. Wow. War ein Getreidespeicher, war Ja. dann später Wohnsitz von Adeligen. Und mittlerweile ist es ein Ausstellungsraum und natürlich der perfekte Rundumblick auf ganz Bregenz Boah. und den Bodensee. Der Martinsturm gilt als das erste barocke Bauwerk am Bodensee und soll die größte Turmzwiebel Mitteleuropas haben. Nur wenige Schritte entfernt das nächste historische Juwel. Was haben wir denn hier Schönes? Jetzt kommen wir zum Stadttor. Das ist Der so eine Kern? richtige Falltür. Oh ja, Wow. und der Kern, das sieht man ja, das kommt aus dem 15., 16. Jahrhundert. Ja. Hier sieht man noch schön das Vorarlberg-Wappen oben. Ja. Und eben der mumifizierte Hai. Wo kommt der denn her? Der soll ja die Oberstadt Ja. vor dem Bösen bewachen. Okay. Man hat hier natürlich einen perfekten Blick Ja. auf das Kunsthaus. Ja. Und Das ist mir restliche schon Teil. aufgefallen. Also hier ist viel alt mit ganz modern. Ne? Also ganz viel so kubische Bauten mit tollen Materialien. Also das ist schon auch architektonisch hier spannend. in Das der zeichnet Bregenz eben aus, dass man eben diese Geschichte leben Ja. lässt, Ja. aber eben mit diesen modernen Elementen Stadt. Ja. pflegt. Der Stadtsteig führt direkt in den unteren Teil der Stadt, wo Björn und Markus gleich auf ein weiteres faszinierendes Bauwerk treffen. Was ist das denn? Das schmalste Haus Europas ist nur 57 cm breit. Nein. Ja, tatsächlich. Wie willst du denn da ein Bett reinkriegen? Das Ganze funktioniert keilförmig, also hinten Ja. geht die Wohnung auf. Ach, okay. Aber das war tatsächlich ein Wohnhaus und verschiedene Geschäfte waren hier drinnen. Das hat sogar eine eigene Hausnummer Absolut. für 57 cm. Genau. Das schmalste Haus Europas. Muss man mal gesehen haben. So viel frische Luft macht hungrig. Weiter geht's zu einem sogenannten Stadtheurigen mit bodenständiger Esskultur, den Maurachbund. Markus, das ist ja super gemütlich hier. Wofür steht das Wort Heuriger eigentlich? Heuriger ist ein Buschenschank. Das heißt, hier werden Weine und Winzerprodukte Okay. verköstigt. Ja. Und als Stadtheuriger gibt es natürlich eine große Karte mit Braten, Knödel, aber eben herrlich. auch die besten Käsknöpfle Ja. der Stadt. So sehen die Knöpfle hier aus. Die alten Gemäuer haben so einiges erlebt. Der Stadtheurige ist seinem Motto aber treu geblieben. Ist mal schmecken wie bei Oma. Okay. Ja, also meine Oma hat nie Käsespätzle gemacht. Ja, aber ich kann mir das schon gut vorstellen. Und so werden die Knöpfle hier gemacht. Weißen Pfeffer, Muskatnuss und Salz mit Mehl vermischen. Eier dazu und alles zu einem glatten Teig verrühren. Dann die Knöpfle ins heiße Wasser hobeln und ein paar Minuten kochen. Anschließend erst braune Butter dazu und dann eine Käsemischung aus zweierlei Bergkäse und Restkäse, der fettarm, aber sehr würzig ist. Serviert werden die Knöpfle zusammen mit Röstzwiebeln in einem Gefäß aus Fichtenholz, der sogenannten Gebse. Hallo, bist du die Chefin? Ja, hallo, genau. Ja?
Bitte schön. Oh. Wie lecker und wie das riecht. Guck mal hier die Fäden, wie die ziehen. Jetzt kann Björn endlich probieren. Fantastisch. Man denkt ja eigentlich, Käsespätzle, das ist einfach nur mächtig und so, ne? Aber mächtig kann auch richtig lecker sein. Ich glaube, die Dosis macht das Gift. Ja. Das sieht so sauer aus. Gibt es da immer neuen wieder, oder? Die werden nie alt. Nee? Die bleiben immer so. Die muss man nur ordentlich ausspülen. Und im Prinzip, je älter, umso besser werden die. Das ist wie mit den alten Pfannen, mit alten Gusspfannen. Auch das Holzgefäß hat es Björn angetan. Die sogenannte Gebse ist typisch für die Region. Im Bregenzer Wald werden sie hergestellt. In der Gemeinde Hittisau, im Ein-Mann-Betrieb des Küfers Peter Lesser. Was macht den Küfer eigentlich klassisch, ist das Fass. Käseknöpfe, Schüsseln, eigentlich alles, was mit Gefäßen zu tun hat. Lesser ist Küfer in der 6. Generation, kauft komplette Baumstämme und lässt diese im örtlichen Sägewerk zuschneiden. Seine Auftragsbücher sind voll mit Gebsen, Gefäßen für die Käseherstellung, Pflanzentrögen, Besteckkübeln, sogar Badewannen produziert Lesser als Auftragsarbeit. Alleine von den Gebsen stellt er bis zu 2000 Stück im Jahr her. Das Geheimnis der Holzschüsseln sei ganz einfach, meint er. Es gibt immer wieder Leute, gerade Touristen, die irgendwo in einem Gasthaus Kässpätzle gegessen haben aus einer Holzschüssel und das finden es unvergleichlich. Vielleicht kann die Schüssel ein bisschen Aroma mitgeben, ja, wenn sie schon älter ist. Aber ich möchte trotzdem sagen, dass das Auge der Hauptnascher ist von diesem Ding. Auch für die Gebsen gilt also, das Auge isst mit. Doch Bregenz hat nicht nur kulinarisch einiges zu bieten, auch kulturell. Das Bregenzer Kunsthaus ist ein renommiertes Ausstellungshaus für zeitgenössische Kunst. Auf 3 Etagen gibt es wechselnde Ausstellungen verschiedener Künstler. International bekannt sind die Bregenzer Festspiele, die auf der weltweit größten Seebühne vor bis zu 7000 Zuschauern pro Vorstellung stattfinden. Abseits des Sees geht es hoch hinaus auf den Pfänder als Hausberg der Region. Die Pfänderbahn fährt in nur 6 Minuten bis auf 1000 Meter. Oben gibt es einen unvergleichlichen Panoramablick auf den Bodensee und das Dreiländereck. In Bregenz ist Foodjournalist Markus nun allein unterwegs. Ich zeige euch jetzt einen ganz besonderen Platz. Einen Coffee-Spot, den man so nicht in Bregenz erwarten würde. Von 2 Weltenbummlern, die ursprünglich aus dieser Region kommen. In der Kirchstraße befindet sich das Café Bahi. Inhaber sind Cornelius Link und Mario Feuerstein. Cornelius gründete das Café bereits 2017, Mario stieß später dazu. Die beiden Inhaber eint die Begeisterung für die perfekte Tasse Kaffee. Es ist spannend, wenn man auch beim Kaffee einfach ein bisschen Abwechslung haben kann und nicht Kaffee einfach Kaffee ist, sondern dass man schauen kann, okay, der schmeckt so und der Kenianer schmeckt so und dass man dadurch ein bisschen Bewusstsein für Kaffee entwickelt. Weil es trinkt jeder Kaffee, aber bei den meisten Leuten ist da nicht der Bezug da, wo er auch wirklich herkommt. Und ihr seid ja viel gereist, von daher kommt ja, glaube ich, auch die ganze Inspiration für diesen Spot hier. Wo seid ihr denn überall gewesen? Das war von Kapstadt bis Los Angeles, Berlin und da ist uns einfach drum gegangen, dass da überall, da gibt es so eine gewisse Kaffeeszene und die wollten wir auch nach Bregenz bringen. Das Besondere? Hier gibt es nicht nur Kaffee und kulinarische Leckereien. Im Bahi finden täglich auch Yoga-Sessions statt. Unter anderem auch mit Kaffeebetreiber Mario, der während eines Indienaufenthaltes eine Ausbildung zum Yogalehrer machte. Die Gäste sollen hier die Möglichkeit bekommen, wieder Energie zu tanken. Auch Markus gönnt sich heute eine Auszeit. Ich denke, es ist ein Lifestyle, den wir hier bieten und vor allem auch die Location, die wir auch versucht haben mit vielen Sachen wie Holz und so einfach so gemütlich wie möglich zu gestalten, so dass es wirklich wieder mehr ein Kaffeekult wird, dass wir sagen, okay, das hier kann ein zweites Wohnzimmer sein. Da musst du nicht hinkommen, das Gefühl haben, du musst nur konsumieren, sondern du kannst auch mal bleiben zum Quatschen, weil du dich einfach wohlfühlst. Außerhalb der Yogastunden können Gäste den Raum auch für Workshops oder Meetings nutzen. Und an 2 Tagen in der Woche wird das Café gar zum Coworking Space. In dieser Zeit steht das gesamte Bahi allen Gästen zum Arbeiten zur Verfügung und es findet kein regulärer Kaffeebetrieb statt. Möglich macht dies eine Kooperation mit der Stadt. Das Gesamtkonzept kommt an. Ich habe das Gefühl, da gibt es so eine gewisse Gruppe von Leuten, die darauf gewartet haben.
und das ist dann unser Publikum. Also die auch mal ein paar Jahre in Wien waren oder von Reisen das kennen, die einfach ein bisschen einen anderen Flair in der Kleinstadt sehen wollen. Von Bregenz aus macht Björn nun einen Abstecher nach Deutschland. Lindau liegt nur wenige Kilometer entfernt von der österreichischen Grenze und besteht aus 2 Teilen. Eine Brücke verbindet das Festland mit der Insel. Die Lindauer Altstadt ist voller malerischer Gassen und historischer Gebäude wie das alte Rathaus aus dem 15. Jahrhundert. Eine wunderschöne Kulisse für Straßenmusik. Am Hafen trifft Björn wieder Food-Journalist Markus. Der Leuchtturm und der Bayerische Löwe zählen zu den Wahrzeichen Lindaus. Ganz unbekannt ist dem Spitzenkoch die Gegend nicht, denn hier machte er seine Kochausbildung. Also hier war ich früher wirklich oft, weil das für mich so, das ist einfach nur schön hier, ne? Ja. Dieser Lindauer Hafen. Oh. Hast du dann auch so sehnsüchtig wie der Löwe geblickt? Ja, wo guckt der denn hin? Richtung Österreich, ne? Oder? Schon, ja. Ja. Ja, wie empfindest du das so hier im Lindauer Hafen? Ja, es ist wunderschön. Das war schon immer so, dass eben die Lindauer da in Bregenz einiges voraus hatten. Deswegen kamen ja so viele Vorarlberger hierher. Ja, und hier hat sich ja auch in den Jahren viel getan. Also damals hier dieser Bahnhof, der war noch gar nicht gastronomisch bespielt. Ja. Dann da sehe ich Eilguthalle, das kenne ich auch nicht. Da wollte ich ohnehin mit dir hin. Das ist ganz ein besonderes Konzept. Die Eilguthalle liegt direkt am Hafen. In einem denkmalgeschützten Gebäude befindet sich ein Restaurant mit einem ganz besonderen Hingucker. Eine private Oldtimer-Sammlung. Jetzt weiß ich auch, was du meinst. Also hier parken die Autos nicht nur draußen, sondern die haben die auch in das Restaurant reingepackt hier. Genau, und was für Autos. Ja. Diese Halle stand tatsächlich einige Jahre leer und ist jetzt nun eben ein sensationelles Gastronomiekonzept und eben auch eine private Oldtimer-Sammlung. Boah. Aber da kenne ich mich mit aus. Soll ich Okay. dir mal eine kleine Führung machen? Ja, bitte, Ja, komm gern. mit. Da hat Markus wohl den Nerv des Spitzenkochs getroffen. Also fangen wir mal mit dem preiswertesten an. Das ist der kleinste hier, das ist der 190 SL. Und da oben die 3, das sind die Monumente gewesen von Mercedes, also im Sportwagenbau. Und die kosten heute bis zu 2 Millionen. Dann, das ist auch ganz spannend, das war damals die Staatskarosse, das ist ein 600er Pullman. Und das hier vorne, das ist ein 300er, der alte da unten, aber als Cabrio. Der 300er Mercedes, den kannte man so klassisch als Adenauer Mercedes. Da ist Konrad Adenauer damals mitgefahren. Ja, man merkt jetzt, dein Herz geht auf. Woher kommt das Wahnsinn. ganze Wissen von den Autos? Ja, ich bin schon echt ein Autofan, muss ich sagen. Okay. Ja. Und vorne stehen halt 2 moderne Autos. Und das ist auch ganz witzig, weil es fängt da an. Das war damals das schnellste somit. Und das Auto, was ganz vorne steht, das ist ein GT Black Series. Das ist heute das schnellste auf der Nordschleife. Zum Abschluss gönnen sich die beiden Autofans noch ein Bier an der Theke. Ausklingen lassen wollen die beiden den Tag aber auf dem Wasser. Zusammen mit Markus fährt Björn vom Lindauer Hafen aus zurück nach Bregenz. Tschüss, Lindau. Bye, bye. Bye, bye. Eine gelungene Reise geht zu Ende. Das war's von mir jetzt aus Vorarlberg und der ganzen Region. Und wenn es euch gefallen hat und ihr auch noch die anderen Videos sehen wollt, dann aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal. Ciao, bis bald.